Hi zusammen, willkommen bei diesem neuen Fotografieren-Lernen-Thema auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und derzeit gibt es einige seltsame Videos auf YouTube, die den Ansatz haben zu behaupten, wir müssen nur noch HDR fotografieren und somit brauchen wir eigentlich gar keinen Verlaufsfilter. Und jeder, der euch etwas anderes erzählt, will euch nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ich selber bin dann kurz in mich gegangen und habe nachgedacht, ob derjenige vielleicht sogar recht hat. Ich bin da ein bisschen selbstkritisch auch vorgegangen, habe mir gedacht, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß mit Verlaufsfilter zu fotografieren, wenn ich auch ein HDR machen kann? Zu welchem Ergebnis ich gekommen bin, siehst du nach dem Intro. Los geht's! Okay, vorneweg schon mal, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diese These einfach nicht stimmt. Natürlich brauchen wir nach wie vor Verlaufsfilter. Aber wann eignet sich denn dann eigentlich ein HDR? Wann fotografiere ich HDR? Das ist immer so die erste Frage, die ich mir dann selber stelle. Und die Antwort ist einfach die, meistens in Innenräumen, wenn ich gegen einen starken Dynamikumfang ankämpfe. Also zwischen extrem dunklen Stellen im Bild und extrem hellen Stellen im Bild. Zum Beispiel auf unserer Workshop-Reise durch Namibia, die südliche Tour. Kleiner Spoiler, demnächst gibt es auch eine nördliche Tour mit Schwerpunkt Tiere. Aber bleiben wir mal erst bei der südlichen Tour. Übrigens links und unten. Dort gehen wir auch in die verlassene Diamantenstadt Kolmanskop. Und dort fotografieren wir diese Sanddünen in den Häusern, die bunten Tapeten. Und da ist halt immer so, draußen scheint die Sonne und innen der Raum ist dunkel. So. Und um da jetzt sämtliche Tiefen und Lichter in eine Dynamik, also in eine Belichtung reinzubekommen, mache ich sehr gerne ein HDR. Übrigens mache ich dieses HDR aus der Hand. Also ich habe meistens gar kein Stativ dabei. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir dann sehr viel Qualität in den Tiefen und in den Lichtern haben und in den Tiefen auch kein Rauschen entsteht. Würde ich das Bild einfach nur mit einer Belichtung machen, würde die Tiefen dann in Lightroom hochreißen oder in einem anderen RAW-Converter, dann wäre in den Tiefen extremes Rauschen vorhanden. Deswegen bedient man sich hier auch eines HDRs. Vor allem, weil der HDR-Helligkeitsumfang noch mal viel stärker sein kann als der pure Dynamikumfang eines RAWs. So, würde mir an so einer Location, natürlich gilt das auch für alle anderen Innenräume, ihr seid irgendwo in einem Museum mit bunten Fenstern und wollt die schöne Sandsteinwand mit den Säulen fotografieren, aber auch die bunten Fensterchen im Hintergrund. Und das muss natürlich in eine Belichtung, dann ist ein HDR genau das, was ihr da tun müsst. Und da würde ich es auch verwenden. Ihr könntet jetzt auch hier zum Beispiel in dieser Situation ein HDR machen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier in dem Wald und in der Wiese wollen wir eine gewisse Helligkeit haben, aber der Himmel soll auch die komplette Zeichnung beinhalten. Die seht ihr wahrscheinlich im Video jetzt gar nicht, weil Video natürlich ein sehr kleines JPEG nur ist. Ja? Also der Himmel ist wahrscheinlich bei euch jetzt sehr weiß ausgebrannt. Da müssten wir uns jetzt hier ein mega Licht ins Gesicht stellen, wenn wir das verhindern wollten, aber das kriegen wir jetzt nicht gebacken. Ja? Es ist einfach zu hell hier. So, also der Punkt ist, hier könnt ihr auch ein HDR machen. Aber wann brauchen wir denn jetzt noch einen Verlaufsfilter? Ich nehme euch mal mit hier auf das Bild. Okay, ihr seht jetzt hier auf dem Monitor, wir haben einen extremen Dynamikumfang, weil der Himmel einfach sehr hell ist. So, und ich könnte jetzt hier ein HDR machen. Das bedeutet, wir könnten später dann den Hintergrund ganz einfach runterdunkeln. Das Problem ist aber, beim HDR machen wir 3 oder 5 oder noch mehr Fotos. Und da kommt genau der Punkt ins Spiel, wann wir das eben nicht machen können. Und zwar dann, ihr habt es auf dem Monitor gesehen, wenn etwas sehr Schnelles durch das Bild kommt. Dann bringt uns ein HDR überhaupt nichts, denn wir machen ja tak, 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 5 Belichtungen und dann ist der Zug oder das Flugzeug oder der Rennwagen oder der Springreiter jedes Mal an einer anderen Stelle und vielleicht wollen wir aber trotzdem die Wolken strukturell abbilden mit Struktur und wirklich schön kräftig und klar, dann ist es unumgänglich, dass wir hier einen Verlaufsfilter reinhauen. Ja? Ich zeige euch das mal, ich kann nämlich mit dem Verlaufsfilter das Bild jetzt heller stellen. Und kann jetzt, ich habe hier mal so ein Soft-GND dabei, ja, den drücke ich jetzt von oben rein. Und dann seht ihr schon, ihr bekommt die komplette Struktur im Himmel zurück, aber das Licht auf dem Zug und in der Wiese bleibt erhalten. Und das könnt ihr eben nicht machen, wenn ihr ein HDR fotografiert. Also bei allen
Gegenständen. Nehmt zum Beispiel, ihr legt euch auf den Boden und lasst euren Hund auf euch zurennen und ihr wollt ein tolles Bild haben. So, jetzt ist der Himmel aber brandweiß. Was mache ich denn dann? Da kann ich kein HDR machen. Unmöglich, denn das würde zu Geister- oder Halo-Effekten führen, wenn ich später dieses HDR zusammenbauen will, denn bei jedem Schuss dieses HDRs war der Hund an einer anderen Stelle oder der Springreiter oder der Zug oder das Düsenjet. So, also das ist doch eigentlich der Hauptgrund. Und das habe ich am Ende natürlich selber konstatieren müssen. Ja, wir haben natürlich nach wie vor die Pflicht in solchen Lichtsituationen, wenn wir eine Bewegung im Vordergrund haben, dann brauchen wir einen Verlaufsfilter. Ja? Und somit ist die These falsch zu behaupten, die großen YouTuber wollen alle nur Geld verdienen, weil die wollen euch Verlaufsfilter verkaufen. Ja? Das ist einfach unseriös und nicht richtig, denn mit einem HDR kann ich eine Bewegung nicht einfrieren. So, also ich benutze ein HDR, wenn ich die Landschaft so sehe, wie ihr sie jetzt seht, nämlich es passiert gar nichts, dann könnt ihr euch dem HDR perfekt bedienen. Sobald aber was Schnelleres durchfährt und sei es nur diese lahme S-Bahn hier, ja, dann haben wir einfach das Problem, dass wir Hallos hätten. Wann ist denn ein Verlaufsfilter noch wichtig? Zum Beispiel, wenn ihr Light Painting macht und wollt das zur blauen Stunde machen, der Himmel ist aber noch zu hell, dann könnt ihr einen Verlaufsfilter reinbauen, der Himmel wird abgedunkelt und ihr paintet in den Vordergrund einfach euer Bild rein. Auch hier braucht ihr einen Verlaufsfilter und es wäre einfach nicht richtig zu behaupten, dass ein HDR hier das Mittel zum Zweck ist. Das funktioniert bei einer Langzeitbelichtung von 130 Sekunden einfach nicht. Das ist unwahr. Nächstes Beispiel, ihr seid bei einem Event, ihr seid bei unserer Fotorally zum Beispiel. Die nächste findet ja am 31.03. statt und es haben sich auch schon viele angemeldet. Ja, und dort ist vielleicht die Auflage, ihr müsst euer Foto mit einem Bild erreichen. Ja, also das heißt hier, da fährt vielleicht auch ein Zug vorbei oder ein Flugzeug fliegt da und der Teilnehmer hat halt hier dann schon den Vorteil, wenn er kein Composing macht, könnte er natürlich auch an der Stelle, aber wenn eine Bewegung in dem Bild ist, dann hat er da auch verloren. Also auch da kann er oder muss er einen Verlaufsfilter nehmen. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel Filmen. Auch beim Filmen braucht ihr einen Verlaufsfilter, denn da können wir keinen HDR machen. Wir können zwar HDR einstellen, aber das hat niemals den Dynamikumfang, dass uns das den weißen Himmel runterdunkelt. Also all das sind Punkte, wo wir definitiv einen Verlaufsfilter brauchen. Und die These ist falsch zu behaupten, das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Und die Großen wollen alle nur Geld verdienen. Oder denkt zum Beispiel mal an die Küste. Ihr seid am Meer und wollt einen spektakulären Wellenbrecher fotografieren. Auch hier in Namibia zum Beispiel an dem Schiffswrack, wo wir immer Halt machen. Dort könnt ihr auch kein HDR machen. Da braucht ihr einfach einen Verlaufsfilter, damit der Himmel dunkel wird und die Welle in einem scharfen Bild vorhanden ist. Denn ein HDR an dieser Stelle würde die Welle auch in mehrere Bilder unterteilen und später hätte eben entweder intern eure Kamera bei der HDR-Verrechnung ein Problem, weil sie nicht weiß, welches Wellenbild soll ich denn jetzt verwenden im unteren Bereich. Oder später die Software, zum Beispiel Lightroom, wollte das HDR zusammenrechnen und dann weiß Lightroom auch nicht, welche Welle soll ich denn jetzt nehmen. Und das führt halt zu Geistereffekten. So, und der letzte Punkt, der mir hier noch einfällt, ist, es gibt halt viele Fotografen, die wollen auch das Bild sofort sehen. Ja, denn man darf nicht vergessen, ein HDR ist eigentlich ein Composing aus mehreren Belichtungen. Ja, das geht schon eigentlich in die Kategorie Bildbearbeitung rein. Und es gibt viele Fotografen, die sagen, ich möchte direkt vor Ort sehen, wie das Ergebnis aussieht, bevor ich durchdrücke und ich möchte diese Komposition mit einem Foto aufnehmen. So, und für diese ist natürlich ein HDR auch nichts, denn man sieht es nicht. Man belichtet in den Raum, es ist zu hell oder zu dunkel, macht seine 5 Bilder, ratatatat, und am Ende sieht man dann in der Kamera, wie das Bild geworden ist. Das ist klar, wenn man es dann im JPEG fotografiert hat, sagt die Kamera direkt, wie das aussieht. Aber es ist halt eben, hat im Grunde jetzt erstmal mit Fotografie nichts mehr zu tun. Ich meine, ich bin da auch sehr locker und sage, es gibt die künstlerische Richtung, wir dürfen Composing machen, wir dürfen Retuschen machen, wir dürfen gern mal einen Menschen irgendwo rein retuschieren, wenn es Sinn macht. Aber es ist halt dann ein Composing und Fotografie ist halt eben auch mehr so die Richtung, dass wir das mit einem Foto aufnehmen. Ja. So, das war das Wort zum Sonntag. Euch noch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.